wie man hier schon lesen kann, die Lackiererei. Üblicherweise färben wir unsere Kunststoffe ein, damit sie schon gleich in der richtigen Farbe auf den Markt kommen, wie es halt die Spedition oder wie auch immer will. Aber man hat auch bestimmte Schwierigkeiten. Es kommt ja immer mehr das Metalleffekt, auch bei LKW und so weiter, zum Tragen. Und wir können natürlich auch Metalleffekt einmischen in unser Granulat. Aber da hat man dann Probleme mit der Schlierenbildung. Das gibt immer, wenn man sich schon mal so Flakons angeschaut hat oder Duschgelköpfe, die Kappen, wenn die Metalleffektpigmente drin haben, dann haben die immer so schwarze Nähte, sieht man da immer. Okay, ja. Und das entsteht auch durch den Spritzgießprozess. Das lässt sich nicht vermeiden und deswegen werden diese Sachen lackiert. Das heißt, man guckt schon, dass man mit Spritzguss alles das macht, was farblich geht, aber Ja. alles geht nicht. Metall ist schwierig und Ja. das muss man lackieren. Das muss man lackieren und das machen wir da innen drin. Das heißt, diese ganz normalen Farben, die kommen mir gar nicht vor. Ihr habt überwiegend dann die Metallic-Farben hier. Ja, also für unser Hauptgeschäft vom Lackieren haben wir nur Metalleffektlacke in allen Variationen. Wir müssen uns ja an die OEMs halten, die geben quasi uns den Farbton vor mit Original-Farbtonkarten und da dann auch müssen wir dann unsere Lacke ausmischen. Wir können auch nicht einfach so Reparaturlacke nehmen, wie es die normale Lackiererei nehmen, weil erstens unser Kunststoff dann die Verträglichkeit nicht hat und das andere ist ja, wir arbeiten hier nach der EN 71, also nach der Spielzeugnorm und dann, das heißt ja Blei, Chromat und so weiter, Ja, okay, dafür das alles heißt nicht drin sein und deswegen haben wir da ein eigenes Lacksystem. Und hält jede Metallfarbe auf dem Kunststoff? Ich könnte mir vorstellen, das Nein. ist ganz schön schwierig, dass die Farbe gut hält. Nein, diese Farbe ist extra für unseren Kunststoff abgestimmt. Ah, okay. Teilweise, der Klarlack ist extra für uns entwickelt worden. Von der Lackfirma, die ich da halt den Kontakt gesucht habe. Die haben das extra gemacht für uns, dass wir besonders gute Haftung haben, dass wir eine schnelle Trocknung haben und diese ganzen Parameter. Es gibt praktisch eine eigene Herberfarbe sozusagen. Ja, gibt's. Alles. Wird das dann noch von Hand gemacht oder wie läuft das bei euch? Also üblicherweise machen wir das mit Lackierautomaten. Das sind sogenannte Rundspindelautomaten. Das heißt, ich habe da Spindeln, die sind auf einem Rundteller wieder angeordnet. Die werden dann bestückt mit Lackierbäumen und laufen dann rum. Da hinten sieht man die Pistolen und die lackieren dann die ganzen Teile, die da drauf sind. So, dann werden sie noch einmal gewendet, damit auch links und rechts gleich ist, Okay. weil die Spindel dreht sich ja immer in eine Richtung. Was lackiert ihr hier gerade? VW-Farbe, das sind die Stoßstangen vom VW-Bus in Starlight Blue Metallic. So, und wenn wir jetzt diesen Farbton haben, das ist jetzt quasi der Base Coat. Das wird jetzt ablüften lassen und dann kommt noch Klarlack drüber. Wie es der Zufall so will, diese Stoßstange gehört zu einem VW-Bus. Ich habe es gerade schon gesagt, Starlight Blue Metallic. Und dieser VW-Bus hat ja jetzt auch so eine Renaissance wieder erlebt mit dem Bicolor. Das heißt, VW selber bietet die ja wieder in 2 Farben an. Und jetzt sind wir eigentlich schon beim nächsten, was da in der Lackiererei gemacht wird, wenn wir eben so zweifarbige Modelle haben, großflächig und so weiter, dann hätten wir 2 Möglichkeiten. Man bedruckt das. Das geht aber nur bis zu einem gewissen Grad, weil alle Sicken und so weiter machen da immer Probleme. Oder man tut es einfach Schablone lackieren. Ah, okay. Und das ist das Zweite, was wir da machen. Das kann ich dir auch zeigen. Gehen wir mal rüber. Hier haben wir jetzt den VW-Bus. In dem klassischen Weiß. Genau, in dem klassischen Weiß. Und wie gesagt, das ist die Bicolor-Variante. Das heißt, der soll dann mal so ausschauen. Und so fährt er auch rum. Und das macht ihr mit einer Schablone. Das machen wir jetzt mit einer Schablone, weil, wenn du genau hinschaust, dann siehst du, dass da sehr tiefe Sicken sind, wo die Türen angedeutet ist, die Tankklappe angedeutet ist, ne, die Schiebetür auf der anderen Seite angedeutet ist. Und
da hat der Dampfbodendruck seine Grenzen, weil diese Vertiefungen kann er nicht so richtig ausfüllen. Und so fährt er ja auch nicht rum in echt. Also macht man da eine Schablone, wo man quasi das, was weiß bleiben soll, abdeckt. Und der Rest wird dann lackiert und das ist reine Handarbeit. Ah, okay. Da lässt sich nichts maschinieren. Nein, da lässt sich nichts maschinieren. Das wird im Prinzip auch wieder mit einer Vorrichtung gemacht. Die sieht jetzt dann so aus für den VW-Bus. Das heißt, das Teil wird da eingelegt und dann wird alles, was da frei ist, wird dann schabloniert. Und wer macht diese Schablonen? Diese Schablonen, früher hat es da in Deutschland tatsächlich Firmen gegeben, da hat man sowas beziehen können. Das wird aber galvanisch hergestellt und Galvanik ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert mit Schwermetallen und so weiter. Und die beziehen wir schon seit Jahren aus Fernost. Wie kriegt ihr das eigentlich hin, dass die Farbe nicht verläuft? Ja, das ist angelernte Technik. Man muss den Lack als solches kennen und dann weiß man ganz genau, wie viel das man applizieren kann, bevor da das zu laufen beginnt. Das ist aber ganz schön aufwendig. Ja, das ist sehr aufwendig und man macht es eben ja nur, wenn man es anders nicht kann. Ansonsten wird man das tatsächlich im Dampfbodendruck machen, weil das Verfahren da erstens etwas präziser ist und natürlich auch viel rascher abläuft. Und was ist dieser Tampondruck? Das heißt im Prinzip, ich übertrage Farbe im Offset-Verfahren. Das ist ein Tiefdruckverfahren, aber das könnt ihr euch oben in der Druckerei anschauen, da wird es dann auch richtig erklärt. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Druckerei.